Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier zu einem weiteren Teil der Print NC V4 mit mir, dem Chris. Ja, ich bin nicht nur der Bauer mit Bart, der Astronaut mit Bart, ich bin auch der Bauer mit Bauch. Also wenn ihr den jetzt hier so im Bild seht, das ist normal, das ist der Chrissy. Ihr seht mich ja sonst nie in ganzer Körperform. Zum Glück. Ja, und wir wollten heute eigentlich bohren. Und ihr seht, ich habe das schon ein bisschen vorbereitet und mir ist dann aufgefallen, mein Punchtool ist nicht da. Was ist ein Punchtool? Ein Punchtool ist quasi sowas wie ein Körner, aber das ist halt gerade und hat vorne nur eine kleine Spitze und richtig körnen kann ich auch nicht, weil mein Körner ist vorne krumm, also nicht krumm, sondern der ist platt gekloppt. Warum? Weil ich ihn angeschliffen habe und nicht gehärtet habe. Kommen wir gleich noch zu. Es gibt aber dennoch einige Sachen zu beachten. Wenn hier so ein bisschen was komisch unscharf ist, liegt das daran, dass ich einen Fixfokus drin habe und ich versuche das immer so ein bisschen für euch scharf zu ziehen, was wir so sehen wollen. Also da entspannt euch bitte, wenn ihr irgendwas nicht genau sehen könnt. Ich versuche immer das, worum es geht, in den Fokus zu bringen. Ja, also, was wollten wir machen? Wir wollten eigentlich heute mit dem Stahlbau anfangen. Wir haben dazu natürlich die Bohrhilfe oder die Anreißhilfe Nummer 1, die halt unten für die Füße sozusagen ist. Und das ist ja dann hier unsere Y-Auflage sozusagen, unser Y-Beam. Und da kommen natürlich dann hier die entsprechenden Halter drauf. Diese könnt ihr euch natürlich jetzt auch schon ausdrucken, denn die werden wir dann in den nächsten Schritten schon brauchen. Ja, diese brauchen wir dann jeweils für Y erstmal zweimal. Ja, also zweimal die großen, zweimal die kleinen. Die kleinen kommen nachher hier ans Ende und die großen, nehmen wir mal hier die anderen beiden runter, die großen kommen hier drüben ans andere Ende. Ich hoffe, ihr seht das andere Ende noch. Ja, ihr könnt es noch sehen. Die kommen dann dahin. Ja, und da ist auch die Frage, woher wissen wir, wie die dahin müssen, wie kriegen wir die dahin? Naja, da haben wir halt die anderen Bohrhilfen. Dann haben wir hier die Bohrhilfe Nummer 3a oder Anreißhilfe. Das ist die kommt dann hier hinten hin. Da kommt dann der hier drauf. Ja, ich hoffe, der ist halbwegs scharf. Und dann haben wir hier 3b. 3b ist dann die andere, die kommt dann hier nach hinten und kommt dann hier drauf. Und ihr seht auch, ich habe die jetzt mal nicht ganz ans Ende gemacht, weil die Position dieses hinteren Blocks, die wird bestimmt von einer Rail. Ja, wir haben also, die ist fest, seht ihr ja hier. Und die Seite ist nicht fest, weil, ich muss jetzt mal hier die Rail rausholen, die ist so ölig, die ist voll mit, ich habe ein Tuch hier dazu, die ist mit Petroleum eingeschmiert, das riecht ja wie auf dem Schiff gerade. Die kommt hier halt zwischen, ja, die Rail. Und die Rail hat von diesem Block, also der ist ja fest hier hinten, ja, und von diesem Block hat sie ungefähr einen halben Millimeter Abstand. Und dann legt ihr die Rail hier drauf und dieser Block hier hat dann auch einen halben Millimeter Abstand. Ja, und das könnt ihr ganz einfach machen mit diesem entsprechenden, mit der Bohrhilfe hier. Die ist nämlich genauso groß wie das Tool sozusagen und dementsprechend könnt ihr das dann ganz einfach machen. Da bitte aufpassen, wenn ihr hier guckt, ja, die Löcher, ja, wenn ihr euch die Löcher anguckt und die so schön übereinander haltet, dann seht ihr, ne, dass die genau hier abschließt. Ja, das heißt, wir können also ohne diese Blöcke, können wir hier schon die Rail zwischenlegen und können im Prinzip die beiden dann auch entsprechend markieren und bohren. Das können wir leider jetzt noch nicht. Was müssen wir machen? 5 mm bohren, M6er Winde schneiden. Alles klar, wunderschön. Können wir noch nicht, weil, wie gesagt, mein wunderschöner Körner ist vorne nicht mehr spitz. Den könnt ihr aber ganz einfach fixen. Die Leute schicken sogar von Amazon bestellte Körner zurück, weil sie zu weich sind. Ja? Könnte ich mich ein bisschen kaputt lachen, weil muss man nicht machen. Ja? Man kann die auch wieder härten und zwar Schleifbock, wenn ihr nicht habt, nehmt einen Schleifstein oder nehmt eine Feile, feilt das vorne schön spitz, ja, ist ja egal, schön einfach spitz feilen oder hier so in Akkuschrauber einspannen, kann man auch und dann auf eine Feile lang ziehen, ne? So, wenn das hier der Finger ist meine Feile, dann einfach einen Akkuschrauber einspannen und schön spitz machen, ja, dann ist der vorne spitz. Und was er jetzt macht, um den zu härten, ist ganz einfach, jeder Bastler hat das ja, nehmt einen Gasbrenner und macht das Ding schön heiß. Ja? Und zwar so heiß, bis ihr hier so Anlauffarben seht. Ja? Also das wird dann irgendwann blau. Und das ist normal, dass es blau wird. Und wenn das schön blau ist, immer drauf, schöne Farbe. Wie gesagt, hier natürlich mit der Zange anfassen, weil wird heiß. Und wenn ihr das gemacht habt, in Wasserbottich. Und dann ist die Spitze vorne wieder hart und dann bleibt die auch so. Meine habe ich nur angeschliffen und nicht gehärtet. Und dementsprechend ist die vorne jetzt platt. Und ja, ich kann den sowieso nicht verwenden aktuell, weil ich brauche mein Punchtool. Und wieso brauche ich mein Punchtool? Für das hier unten. Ich gehe mal da runter, dass wir das mal sehen. Oh, Chrissy hat hier seine Arbeitshose liegen lassen. Nein, weg aus dem Bild damit. Oh, Mensch, jetzt denken die Leute, ich bin voll der Hilfe. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen scharf. So,
folgendes Thema. Hier ist übrigens mein Bauch. Das Punch-Tool, oder fangen wir anders an, wenn wir jetzt den Körner nehmen würden und hier draufhauen, boing, dann würde das auseinanderplatzen. Warum? Weil der Körner ist vorne, ne, der hat ja vorne einen Winkel und der drückt das Loch auseinander und dann ist es kaputt. Was wir brauchen, ist ein Punch-Tool. Was ist ein Punch-Tool? Ein Punch-Tool ist im Prinzip sowas Ähnliches wie ein Bohrer. Ich zeige euch das mal, ich habe ja hier einen Bohrer. So. Das sieht ungefähr so aus. Ja, ist so eine gehärtete Eisenstange und da ist vorne eine ganz kleine Spitze dran. Und die Löcher hier sind 3,2 mm, also nehmt ihr ein 3 mm Punch-Tool, ja, steckt das hier durch, boing, 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 boing. Und wenn ihr das abnehmt, habt ihr hier ganz kleine Punchlöcher und da nehmt ihr dann euren gehärteten Dings, setzt ihn auf, boing, ja, aufsetzen, boing, aufsetzen, boing. Das ist genauer. Ihr könnt natürlich einfach, so wie der Chrissy das hier gemacht hat, einfach das Ding draufsetzen, hier mit einem Edding 5 Punkte machen, ja. Dann nehmt ihr euren Körner, dann sucht ihr euch hier das Loch irgendwie so halbwegs in der Mitte, ja, boing, geht auch. Aber das sollte hier schon genau sein, weil wir müssen das nachher hier in den Winkel kriegen. Und da wäre es natürlich besser, wenn wir das möglichst genau machen. So ein Punch-Tool kostet nicht viel Geld. Ja, das kann man sich auf jeden Fall auch mal geben. Ja, also das dann zu machen. So, jetzt fahren wir mal die Kamera wieder ein bisschen hoch. Ich suche mal kurz den Fokus, ob ich den irgendwo finde. Ich denke mal, hier irgendwo wird er sein. Also das haben wir schon mal besprochen. Was ihr jetzt auch schon machen könnt, sind wie gesagt diese Blöcke drucken. Davon brauchen wir die beiden Y, jeweils 2 Stück, ja, für links und rechts. Die könnt ihr aus PLA drucken und hier hinten sitzt dann nachher später die Motorhalterung dran. Und die drucken wir aus PETG, weil der Motor wird warm und PETG ist sehr temperaturunempfindlich. Deswegen könnt ihr das machen und ihr hört das auch. 60% Infill und 4 Wandlinien hat gedauert bei mir ungefähr 2 Tage, ja, für die 4 Stück. Ja, also ich versuche nochmal den Fokus ein bisschen zu suchen hier. Hat ungefähr 4 Tage bei mir gedauert, 2 Tage gedauert, diese 4 Teile zu drucken hier. Ne? Das schon, man hört das auch. Ne? So, was dann auch noch wichtig ist, ist natürlich klar, wenn wir dann entsprechend hier alle 3 Beams, die unten drunter liegen, ihr bohrt und angezeichnet und gebohrt haben, und zwar bohren wir nicht nur oben drauf, also quasi hier oben drauf, sondern wir bohren die auch unten drunter. Ja? Dann kommen wir da nämlich mit einem Imbusschlüssel durch und können das schön anbohren. So, oder anschrauben. Dazu wichtig, ein Stahlmaß und ein schöner Schlosserwinkel. Ja? Ein Anschlagwinkel hier mit so einem Anschlag dran. Das solltet ihr auf jeden Fall haben. Brauchen wir auf jeden Fall. Eine schöne Anreißnadel natürlich auch. So, jetzt haben wir hier der Beam. Der sitzt ja nachher hier außen. Ja, den hole ich jetzt mal hier in den Fokus, damit ihr den sehen könnt. Da seht ihr hier, da hat der Chrissy hier schon eine Markierung gemacht. Ich weiß nicht, die könnte man eigentlich schon sehen. Ja, ich denke, man sieht die. Hier hat er eine Markierung gemacht. Das sind 50 mm. Der Beam wird also hinten 50 mm, also hier hinten 50 mm überstehen. Ja, ich zeige euch das nochmal hier unten. Wartet mal, ich gehe nochmal hier hin. So, jetzt machen wir hier nochmal einen Foki hin, den Fokuinator. So. Also hier haben wir jetzt unsere 50 mm Markierung und das steht dann halt nachher am Ende hier so 50 mm über. Ja, so. Das ist schon mal wichtig. Und da ist auch die Frage, wie kriegen wir dann unser Maß hin? Das ist auch ganz simpel. Ja, das ist schon ein bisschen schwer. Dann nehmen wir im Prinzip hier unsere Anreißhilfe. Das ist dann in dem Fall diese und die andere ist diese hier. Ja. Und wenn wir die hier genau an den 50 mm Schlitt sozusagen bringen, dann passt das alles wieder. Ja? Also das steht auch so in der Anleitung, das ist kein Problem. Und dann können wir die hier bohren und dann sind wir genau da, wo wir hinwollen, ja, mit den Löchern. So, das machen wir natürlich am anderen Ende auch. Ja? Und ich lege das mal hier hin, weil mit dem müssen wir gleich nochmal was besprechen. Das machen wir am anderen Ende natürlich auch. Und hier in der Mitte, da machen wir einfach die Mitte. Dann nehmen wir hier dieses Tool, das hat in der Mitte ein Loch. Da legen wir das hier einfach drauf, ja, auf die Mitte. Reißen die an, dann haben wir die Löcher an der Stelle. Auf der anderen Seite machen wir das auch. Und dann legen wir die beiden Beams mal nebeneinander und messen mal mit einem Anschlagwinkel rüber. Ja, wenn beide Beams nebeneinander liegen, können wir ja so rüber messen, ob die Löcher an derselben Stelle sind. Und wenn nicht, dann müssen wir das korrigieren. Bevor wir die bohren, kontrollieren wir das. Ja. In dem Fall müssen ja hier die Gewinde rein. Und das wird dann schon ein schönes Thema werden. Wenn die nicht passen, dann passt das nachher mit dem Beam auch nicht zusammen. Das wäre natürlich blöd. Hier nochmal der Hinweis, wenn wir uns das jetzt mal genau angucken, wenn wir das jetzt hier hinlegen und hier mal drauf gucken, ja, dann sehen wir, ich weiß nicht, ob der Fokus passt, aber ich denke mal, der müsste eigentlich passen. Dann sehen wir hier die Schweißnaht. Das ist die Schweißnaht, wo das
gerollt wurde und dann zusammengeschweißt wurde. Ja? Und diese Schweißnaht ist super rattenhart, meine Freunde. Das heißt, wenn wir hier irgendwelche Bohrlöcher machen wollen, kann sein, dass wir uns die Bohrer abbrechen. Wenn wir hier irgendwelche Gewinde reinschneiden wollen, kann sein, dass wir uns die Gewindebohrer abbrechen. In dem Fall sehen wir das auch, dass die mittlere Bohrung hier, ja, die ist so gerade so neben dieser Schweißnaht. Was schon mal für uns gut ist, weil dann brechen wir unsere Gewindeschneider nicht ab. Diese Schweißnaht muss aber nach unten, weil wir hier oben natürlich die gerade Oberfläche haben wollen für unsere Linearführung nachher. Ja, soweit auch klar. So, da bei diesen ganzen Experimenten auch immer irgendwas schiefgehen kann, überlegt euch bitte vorher zweimal, was ihr wirklich machen wollt, ob ihr die Löcher da jetzt wirklich reinkloppen wollt oder nicht. Ja, jetzt ist natürlich hier das Problem mit der Helligkeit hier, dass jetzt meine Kamera gerade nicht klarkommt. Ich komme nicht klar, kommst du mit? So, ich versuche mal den Fokus hier ein bisschen zu ziehen. So, und jetzt haben wir hier natürlich ein Thema, die Geschichte mit dem Bohren. Ja, wenn wir jetzt also hier drinnen bohren wollen und hier drinnen bohren wollen, dann bohren wir natürlich, also wir nehmen unsere Anreißhilfe, packen die drauf, punchen die durch, machen einen Körnerpunkt und dann bohren wir mit einem kleinen Bohrer vor. Ja, ich habe hier so Industriebohrer. Das sind Bohrer, die hat der Kunde weggeschmissen, weil die im Prinzip nicht mehr scharf genug waren und sich das Schärfen für einen Kunden nicht lohnt. Ich habe sie dann auf den Schleifbock nachgeschliffen. Kann man lernen, ja, kauft euch keine billigen Bohrer, kauft euch vernünftige. Ja, so irgendwas Carbonbeschichtet, Carbon sei schon, was weiß ich, Carbid beschichtet oder Silizium oder was weiß ich, wie die heißen. Ja, so, wir bohren also mit einem kleinen Bohrer vor. Dann nehmen wir einen großen Bohrer, 6,5er, und dann haben wir unser Loch drin, hier unten. Ja. Auf diesem Beam machen wir das genauso. Da wissen wir ja schon aufgrund unseres Bohrdingens hier, unserer Bohrhilfe, hier steht 5 mm M6. Ja. Das heißt, selbes Spiel, wir gehen hier hinten drin, ja, punchen das, machen Körnerpunkte drauf und dann nehmen wir, da wir ja M5 bohren müssen, müssen wir 4,2 bohren. Das heißt, die brauchen wir nicht vorbohren, die können wir mit 4,2, Quatsch, ich habe belogen, wir müssen M6 hier Winde schneiden, das heißt 5er Bohrer. Ja, da könnt ihr mit einem 3er Bohrer vorbohren oder mit einem 4er und dann einen 5er hinterher bohren, aber einen 5er kann man eigentlich so bohren, der ist jetzt nicht so dick. Aber wenn ihr jetzt hier so ein 8er oder 6,5er Loch bohren müsst, dann gebe ich euch den Tipp, bohrt das mit einem kleinen Bohrer vor. Dann wird das alles ein bisschen genauer und dann quält ihr euch nicht so. Ja? Weil mit einem großen Bohrer Löcher bohren, da muss man schon ganz schön sich quälen, damit die auch Chips abnehmen. Und vergesst bitte nicht, verschiedene Bohrer haben auch verschiedene Drehzahlen. Ja? Also kleine Bohrer haben hohe Drehzahlen, große Bohrer haben wenig Drehzahl. Wenn ihr das mit dem Akkuschrauber macht, so wie ich, bitte nicht so dolle drehen, langsam drehen. Und ihr nutzt natürlich Bohr- und Schneidöl. In dem Fall, ich nehme meine Acrolube-Paste. Die ist zum Gewindeschneiden und zum Bohren. Nachdem wir dann diese 6,5er gebohrt haben, machen wir natürlich noch Folgendes. Wir entgraten die natürlich. Ich habe hier so einen Kegelentgrater. Das Schöne bei dem ist, den kann man auch den kann man anschleifen. Dadurch wird er wieder scharf. Der hat zwei Vorteile. Zum einen Bohrlöcher entgraten. Zum anderen kann er die Bohrlöcher hier oben auch entgraten fürs Gewindeschneiden. Weil erstens fasst der Windeschneider dann besser. Das ist für mich jetzt nicht das Problem, weil ich habe, wie gesagt, Industriewindeschneider. Ja, die zentrieren sich sowieso gut. Aber wenn ihr das halt von Hand machen wollt, ist das immer besser, da ein bisschen Phase dran zu haben. Und natürlich, wenn die Schraube dann nachher fassen soll, hat die auch schon ein bisschen Führung. Ja? Gerade wenn man hier drin irgendwo rumfingern muss und irgendwelche Schrauben anschrauben muss, was wir nachher machen werden müssen, hier beim Roller hier, werden wir nachher schon ganz schön rumfingern müssen. Da macht es besonders Sinn, wenn das Gewinde schon eine kleine Phase hat, dann fällt die Schraube schon rein in das Gewindeloch. Ja? Nichts ist schlimmer als ein geschnittenes, rohes Gewinde, da kriegst du keine Schraube rein, weil das immer so, oh, das geht nicht und geht nicht, aber wenn wir eine kleine Phase haben, ne, dann rutscht die Schraube ja quasi schon in das Gewinde und ihr braucht sie bloß noch eindrehen. Also das als Hinweis, kauft euch bitte auch einen Entgrater, nicht zu groß, ja, also nicht hier so ein 12 mm oder 50 mm Entgrater nehmen, sondern nehmt einen, der zu eurem Bohrdurchmesser passt. Ja. Bei einem 3 mm Loch muss man natürlich schon einen etwas kleineren Entgrater haben. Es gibt auch schöne Sätze, die man kaufen kann. Macht ihr das halt damit. Ja, das geht auf jeden Fall auch. So, jetzt versuchen wir mal den Fokus hier noch ein bisschen in den Vordergrund zu kriegen. Denn der Chrissy hat hier noch was Schönes für euch, was er euch zeigen kann. Nämlich die Geschichte mit den ganzen Sachen, die wir dann demnächst dann auch noch brauchen. Ja? Also wir haben dann natürlich hier unsere induktiven Näherungssensoren. Ja, das sind jetzt welche von Heschen. Die haben 2 mm Abstand und sind NPN, Normally Closed. Was heißt Normally Closed? Normally Closed heißt, dass die eben
im nicht betätigten Zustand einen Kontakt geschlossen halten und sobald sie dann betätigt werden, öffnen sie diesen Kontakt. Und das machen wir auch bei Endstops, weil wir damit auch eine Drahtbruchüberwachung haben. Ja? Also das Signal ist die ganze Zeit high und wir wissen, das Kabel ist in Ordnung und sobald das Signal hier getriggert wird, geht es auf Low und wir wissen, aha, wir sind am Sensor dran. Und wenn das Kabel abreißt, geht das auch auf Low und die CNC-Steuerung hält sofort an. Ja, damit haben wir also auch gleich eine Drahtbruchüberwachung. Das ist also normally closed. Normally closed heißt immer, normally ist immer der Zustand unbetätigt. Ja, also der unbetätigte Zustand. Hier habe ich dann natürlich noch die Platinen vom Logan. Über die habe ich ja schon mal gesprochen. Das ist einmal diese Gantry PCB. Die brauchen wir später, um einfacher unsere Endstops sozusagen zu verdrahten. Da kommen nämlich die Endstops hier an diese Platine und von da aus geht es dann mit einem Netzwerkkabel zur Steuerung. Das Ganze als Toolhead hier auch nochmal. Das ist dann die sogenannte Toolhead-Dings, die ist oben am Kopf an der Z-Spindel und wir haben hier die Driver Keys. Das sind dann die im Prinzip die Verbindung machen zwischen unserer NC-Steuerung und den Stepper-Treibern. Weil ich das nicht so doof verdrahten wollte, habe ich mich halt für diesen Driver Key entschieden. Super geil, machen wir denn, wenn wir Elektronik machen. Aber könnt ihr euch schon mal anfertigen lassen. Die Links dazu habe ich, glaube ich, im letzten Video unten rein gepostet. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich sie unter das Video auch nochmal drunter. Ja? Was wir dazu brauchen, ist ein bisschen Flachbandkabel. Und wir haben dann hier die entsprechenden IDC-Konnektoren. So heißen die IDC. Ja, das sind, glaube ich, in dem Fall 2, 4, 6, 8-polige. Ja, 8-polige. Und dazu auch die passenden Selbstbaustecker. Ja, das sind hier so eine Selbstbaustecker. Da steckt man das Flachbandkabel einfach rein, krümmt die zusammen mit einer Wapuza, Wasserpumpenzange, Wapuza. Und dann hat man die auch. Ja, das ist hier mein schönes System, der Kunde hat das weggeschmissen, das ist ein Regalsystem aus Pappe, das steht hier links neben mir. Da kann ich dann immer meine Projekte in so Pappschachteln organisieren, finde ich super geil. Ja? Also organisiert euch, ihr braucht ein Stahlmaß, damit wir vernünftig und ordentlich messen können. Wir brauchen einen Schlosserwinkel, um bestimmte Sachen anzuzeichnen und zu kontrollieren. Wir brauchen einen vernünftigen Körner, einen Punch-Tool, einen Hammer. Der Hammer liegt übrigens hier, das kleine Ding, das ist ein Hämmerchen. Aber das reicht zum Ankörnen. Ich habe ja gesagt, einen richtigen Männerschlag, Chrissy hat ja dicke Arme, das heißt, ich kann da richtig drauf kloppen. Wir brauchen auch ein Rollmaß nachher, um das Ganze dann in rechten Winkel zu bringen. Da ist natürlich, lachen viele Leute, haha, eine CNC hier mit dem Rollmaß in Winkel bringen. Doch, ihr werdet lachen, das geht, ja, den Rahmen damit in Winkel zu bringen. Es gibt eine Art Messmethode, wie wir das rauskriegen, ob das wirklich auch square ist, rechtwinklig. Es muss nachher rechtwinklig sein und das ist auch das, was wir dann nach dem Bohren machen müssen. Wir müssen das absolut rechtwinklig ausrichten. Dazu mache ich dann aber noch ein extra Video. Was ich euch ja schon gezeigt habe, sind meine Rails. Die sind da. Ja, hier sind sie. Die sind in Petroleum eingelegt. Die müssen wir dann ordentlich sauber machen. Ja, und natürlich unsere Wagen sind auch angekommen. Die müssen wir auch sauber machen. Es riecht wirklich wie auf dem Schiff hier. Es riecht nach Petroleum. Und ja, da muss ich dann nochmal sagen, danke an UPS, ja, dass die Pakete so aussehen. UPS hat Fußball gespielt mit meinem Paket. Das sieht man ja auch, wie es aussieht. Also wahnsinnig. Und UPS hat sich noch ein Fauxpas geleistet. Ich habe gesagt, ich möchte selbst verzollen. Ich weiß, man darf nicht mehr selbst verzollen. Doch, man darf noch selbst verzollen. Ich wollte selbst verzollen und UPS hat ohne mein Einverständnis das Paket einfach verzollt und will dafür jetzt 14,90 € haben, was ich nicht sehr gut finde, weil ich habe klipp und klar gesagt, ich verzoll das selbst. Schickt das bitte an den Zoll hier in Magdeburg, ich gehe dahin, bezahle das. Nein, sie haben es verzollt, beziehungsweise haben es so lange in ihr Lager gepackt, bis ich es verzollt habe, weil für jeden Lagertag hätte ich 10 € bezahlen müssen. Ja, so, weil es ja Sperrlager, Zoll und so, ganz was Furchtbares. Naja, also UPS nicht zu empfehlen. Ärgerlich, weil der Hersteller halt TNC nur mit UPS versendet. Ich habe mit denen schon geschrieben, ob sie nicht mal mit DHL versenden können, weil bei DHL ist es super einfach, es wird verzollt. Also ich verzoll das, muss dann beim DHL-Mann bezahlen oder überweist das vorher und dann kriege ich mein Paket ganz normal nach Hause und habe da keinen Stress. Ja, also sehr, sehr, sehr ärgerlich war das Thema. Aber was wollen wir machen? Wir können es nicht ändern. Ja? So, also das ist etwas, was ich mit euch hier besprechen wollte, bevor es losgeht. Denkt daran, besorgt euch die Bohrer zum Beispiel. Wir brauchen M4er Bohrer, das heißt 3,2er, also M4er Gewindeschneider, 3,2er Bohrer dazu. M5er Gewindeschneider, 4 mm, glaube ich. Ne? 4,2 oder 4,2, ich weiß es nicht mehr. 3,3 bei M4, ne 3,2 bei M4, bei M5 ist glaube ich 4 mm oder
oder 4,2. Weiß ich nicht mehr. M6 ist, glaube ich, 5 mm Bohrer und M8 ist, glaube ich, ein 7 mm Bohrer. Ja, aber das könnt ihr im Internet nachgucken. Und hier, wie gesagt, so einen schönen Senker dazu. Den brauchen wir auf jeden Fall auch. Wenn ihr euch das nicht mit dem Akkuschrauber zutraut, natürlich hier so ein Handratschi fürs Gewinde schneiden. Sogenannte, wie auch immer, ich habe den Namen vergessen, wie das Ding heißt. Ich wusste das alles mal 1000 Jahre her. Und ihr könnt natürlich die Teile hier drucken, haben wir auch schon drüber gesprochen, das könnt ihr schon vorbereiten. Und die Rails, wenn ihr die dann schon habt, können wir die auch schon verbauen. Da werden wir nochmal ein extra Video zu machen müssen, definitiv, wenn wir dann diesen mechanischen Aufbau mit den Rails machen. Da gibt es noch ein paar Sachen zu beachten, aber über die sprechen wir dann, wenn es soweit ist. Ich weiß, das ist so ein bisschen wie das andere Video, was davor lief, aber es war mir einfach noch wichtig, das nochmal anzusprechen, dass wir diese Sachen im Prinzip alle parat und fertig haben, um dann damit dann bald loszulegen. Also das nächste Video wird definitiv davon handeln, wie wir das Ganze hier zusammenschrauben und bohren und dann, wie wir es dann ausrichten, und dann fangen wir natürlich schon an, hier oben drauf rumzuspielen. Ja? Das wird dann auch nochmal schön mit der Rail, da müssen wir uns auf jeden Fall ein paar Gedanken machen. Und eins ist auf jeden Fall klar, wenn wir das alles fertig haben und die Fräse nachher fast zusammengebaut ist, dann bauen wir sie wieder auseinander, weil wir müssen sie dann noch lackieren. In meinem Fall werden sie wahrscheinlich gepulvert. Ja, also das wird auch noch schön. Das wird ein Spaß. Na Jutti, okay, wenn ihr noch Fragen habt, dann kommt bitte in den Discord oder natürlich in die Kommentarfunktion. Könnt ihr auch was schreiben. Ich habe gesehen, ihr habt das Video gesehen. Es hat innerhalb von ein paar Tagen fast 1000 Aufrufe, das erste Video. Ihr habt also Interesse, wie ich gesehen habe, aber wenn ihr Fragen habt oder Kommentare dazu abgeben wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Habt ihr nämlich nicht gemacht. Würde ich mich natürlich ein bisschen freuen darüber, wenn wir ein bisschen interaktiv hier das Ganze gestalten könnten. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und ich freue mich natürlich über einen Daumen und übrigens danke für die 5000. Ja, jetzt haben wir schon fast 5100. Es ist verrückt, ey. Was stimmt denn mit euch nicht? Der Chrissy hier in seinem Bastelkeller. Naja, scheint euch ja zu interessieren. Vielen Dank dafür. Ne? Jutti, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüssikowski, bis dann, Imanski. Oder was?